Herzlich willkommen bei Teigwelt. Da hätten wir doch fast Weihnachten verpennt und hätten kein Plätzchenrezept gezeigt. Das möchten wir heute ändern und zeigen euch das Vanillekipferlrezept. Dazu gibt es noch 3 nützliche Tipps und Tricks. Wir wünschen viel Spaß beim Schauen des Videos. Starten wir mit den Zutaten. Die Vanillekipferl sind ein klassischer Mürbeteig, welche mit Mandeln und Vanille verfeinert werden. Also brauchen wir als erstes 250 Gramm Mehl, 220 Gramm Butter, 100 Gramm gemahlene Mandeln, 75 Gramm Puderzucker, eine Prise Salz und eine Vanilleschote. Alternativ kann man auch 2 Packungen Vanillezucker verwenden, das empfehle ich aber nicht. Ich gehe später im Video noch einmal darauf ein. Als allererstes wird das Mehl in einer Schüssel gesiebt, anschließend der Puderzucker. Es empfiehlt sich wirklich, beides durch ein feines Sieb durchzureiben, denn das macht das Kneten später deutlich einfacher. Hier sehen wir auch, wie schön fein beides geworden ist. Die Butter ist bei mir schon einen halben Tag auf Raumtemperatur aufgewärmt. Danach schneide ich sie erst in Scheiben und dann noch in Würfel und gebe sie dann dazu. Das macht das spätere Durchkneten deutlich leichter. Als letztes kommen noch die gemahlenen Mandeln hinzu. Nun geht es erstmal um die Vanille. Ich verwende ausschließlich frische Vanille, denn schauen wir auf so eine Packung rauf mit Vanillezucker, ist dort eigentlich nur Zucker und Aroma drin. Meinen Vanillezucker mache ich in der Regel selbst, wie wir das hier sehen, und das ist auch schon mein erster Tipp. Mit den Resten kann man wunderbar Vanillezucker selber herstellen. Und das nicht nur einmal, sondern öfters. Ich kann das Mark der Vanilleschote benutzen und anschließend noch daraus Vanillezucker machen, denn das Aroma ist immer noch intensiv genug. Die Vanilleschoten werden in der Mitte aufgeschnitten und danach mit der Rückseite des Messers ausgekratzt. Das sollte man auch ruhig relativ gründlich machen, denn die Vanilleschoten sind nicht gerade günstig und man möchte ja später das Aroma schließlich im Gericht haben und nicht noch in der Schote. Das ist auch wirklich sehr einfach und man sollte keine Angst davor haben. Hier sehen wir das Vanillemark direkt aus der Schote. Die Reste, wie bereits angesprochen, mache ich in ein Glas und schütte einfach Zucker drauf. Nach ein paar Tagen wurde das Aroma bereits angenommen und ich habe meinen selbstgemachten Vanillezucker. Wenn alle Zutaten in der Schüssel sind, knete ich sie von Hand durch. Beim Mürbeteig mache ich es in der Regel immer so, dass ich den von Hand knete. Das fällt mir deutlich leichter, als es mit irgendeiner Maschine zu machen. Auch wenn ich natürlich Verfechter von Küchenmaschinen bin, rate ich hier wirklich davon ab. Ich finde es viel besser, das mit der Hand zu kneten. Es ist nicht anstrengend, dauert 5 Minuten und man merkt sofort, wann der Teig eine angenehme Konsistenz hat. Anschließend wird es zu einer Rolle gedreht und dann kommt schon mein zweiter Tipp, wickelt es in Bienenwachspapier ein. Das geht mit Abstand am besten. Danach muss der fertige Mürbeteig für ungefähr 30 Minuten in den Kühlschrank. Hier ist auch keine Eile geboten, denn ist man zu schnell, ist das Ausrollen bzw. Formen später viel zu schwer. Das ist ein neuer Test von mir. Ich habe ein Vanillekipferlblech entdeckt. Das möchte ich hier mit euch zusammen ausprobieren. Laut Anleitung muss als erstes etwas Butter verrieben werden. Das habe ich gemacht. Ich habe das mit dem Finger gemacht, das geht sicherlich auch mit einem Backpinsel oder irgendwie anders eleganter. Mir ist es so am leichtesten gefallen. Die unterste Reihe habe ich ausgelassen, um zu schauen, ob man dies wirklich machen muss. Das Blech muss anschließend auch für mindestens 15 Minuten in den Kühlschrank. So steht es in der Anleitung. Der Teig, der jetzt direkt aus dem Kühlschrank kommt, ist deutlich fester geworden und man sollte auch hier aufpassen, dass man ihn schnell verarbeitet. Habe ich eine große Menge Teig, kann ich auch ruhig nur eine Hälfte aus dem Kühlschrank nehmen, denn es ist unheimlich schwer, einen Mürbeteig auszurollen bzw. zu bearbeiten, wenn dieser zu warm geworden ist. Es ist nahezu unmöglich. Und je kühler er ist, aber nicht einfrieren, desto besser ist es eigentlich. Als erstes steche ich mir Teigportionen ab für meine Vanillekipferl, die ich später dann ausrollen möchte. Zum Ausrollen empfiehlt es sich, ungefähr
eine Rolle zu machen, die fingerlang ist und diese dann zu einem Kipferl zu formen. Wie man gleich sieht, habe ich etwas übertrieben bei der Größe. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein verfressener, 2 Meter großer norddeutscher Mann bin, der immer Angst hat, nicht satt zu werden. Aber sie sind hier an dieser Stelle zu groß geworden und ich werde später dort noch einmal nacharbeiten und sie annähernd halbieren. Das macht aber nichts. Die Größe ist da nicht ausschlaggebend. Der Teig lässt sich gekühlt wirklich einfach ausrollen und formen. Wenn wir von nahem nochmal drauf gucken, sehen wir auch die schwarzen Punkte von der Vanille. Das ist wirklich schön. Es werden alle nacheinander ausgerollt und anschließend auf ein Backpapier platziert. Als nächstes an der Reihe ist nun das Vanillekipferlblech. Man drückt den Teig mit der Hand oder mit der Teigkarte in die Form rein und streicht dieses ab. Das erinnert mich ein bisschen an eine Trockenwand, die gespachtelt wird, ehrlicherweise. Aber es funktioniert doch sehr gut und einfach. Es geht wirklich schnell von der Hand. Man drückt den Teig rein, einmal raufdrücken und mit der Teigkarte einmal drüber gezogen und schon ist das Feld für das Plätzchen perfekt ausgefüllt. Ich bin gespannt, wie das Ergebnis wird. So habe ich mit allen weiteren Feldern des Bleches weitergemacht und eins nach dem anderen mit Vanillekipferlteig befüllt. Es hat insgesamt, würde ich sagen, 3 bis 5 Minuten gedauert. Und noch die unterste Reihe, wie man sieht, ist keine Butter dazugekommen, sondern die blieb ohne Butter, um einfach zu schauen, ob dies wirklich notwendig war oder ob ich mir diesen Arbeitsschritt in Zukunft sparen kann. Der Backofen soll bei 160 Grad vorgeheizt werden und das Blech mit den Vanillekipferln soll für 15 Minuten rein. Die ich von Hand geformt habe, die lasse ich etwas länger drin, weil die deutlich größer sind. Hier forme ich nämlich auch noch einmal nach, weil mir die einzelnen noch ein bisschen zu groß waren. Es stört mich aber gar nicht, wenn einer mal ein bisschen dicker, der andere ein bisschen dünner, dann wieder ein bisschen größer, ein bisschen kleiner ist. Das sind halt einfach Plätzchen und das gehört für mich so ein bisschen dazu. Deswegen habe ich hier auch nochmal nachgeformt. Alle, die mir nicht so ganz gut gefallen haben, habe ich noch einmal neu ausgerollt bzw. geteilt und dann wieder auf dem Backpapier ausgelegt. Hier sehen wir nochmal alle fertigen Vanillekipferl, einmal das Blech hinten und unschwer zu erkennen, vorne die von Hand ausgerollten, unförmigen Vanillekipferl. Ich habe beide wirklich nacheinander in den Backofen gemacht, um das auch vergleichen zu können. Beide auf gleicher Stufe und auf der gleichen Höhe. Und dann wollte ich einfach mal schauen, wie es aussieht. Dort sehen wir das Blech mit den fertigen Vanillekipferln. Das ist wirklich sehr gleichmäßig geworden und das Ergebnis ist schön. Man kann es gar nicht anders sagen. Jeder Vanillekipferl gleich dem anderen. Die Bräunung ist gleich und die ganze Handhabung ist wirklich easy. Zeitgleich kommen die anderen Vanillekipferl jetzt rein. Bei der Anleitung von dem Blech steht bei, dass ich sie erst ein bisschen auskühlen lassen soll und dann aus dem Blech zu entnehmen und mit Puderzucker zu bestreuen. Hier sehen wir sie auch noch einmal vom Nahen. Die wirklich sehr gleichmäßigen Vanillekipferl. Von der Seite, die wir jetzt sehen, also von der späteren Unterseite, sind sie etwas flach geworden. Das sind die anderen aber natürlich auch, weil sie auch unten aufliegen. Also da sehe ich auch keinen Unterschied. Einmal geklopft, beim ersten Mal sind fast alle rausgefallen und beim zweiten Mal klopfen sind dann alle anderen auch noch gefolgt. Und, zu meiner Überraschung, auch die unterste Reihe, wo ich keine Butter reingemacht habe. Das werde ich mir also in Zukunft sparen. Noch ein bisschen Puderzucker drauf und schon sind die Vanillekipferl fertig. Beim Puderzucker kann man es durchaus so machen, dass dort noch ein bisschen Vanillemark mit hinzugefügt wird. Ich mache das aber nicht so gerne, weil ich immer finde, dass viel Puderzucker in der Dose verloren geht und damit ja auch meine kostbare Vanille. Und das möchte ich nicht so gerne. Deswegen gebe ich lieber ein bisschen mehr Vanille in den Teig mit rein und kein auf den äußeren Puderzucker. Jetzt sehen wir von nahem nochmal die gleichmäßig geformten, nennen wir sie Blech-Vanillekipferl. Währenddessen sind die anderen von Hand geformten Vanillekipferl auch schon fertig. Diese sind deutlich dicker und schwerer und größer.
Die habe ich einfach mal auch zum Vergleich mit auf den Haufen geworfen und dort ebenfalls Puderzucker drauf verteilt. Mein persönliches Fazit: Mir schmecken beide erstmal sehr gut, ist ja auch der gleiche Teig, aber die großen finde ich persönlich fast noch einen kleinen Ticken besser. Am Ende des Tages muss es jeder selbst entscheiden, welche Variante ihm besser gefällt. Die Blechvariante ist definitiv die leichtere. Ich wünsche viel Spaß beim Nachbacken und eine besinnliche Weihnachten.